Schönen guten Tag zusammen. Und zwar würde ich gerne auf das Video eingehen, welches wir Anfang des Jahres gebracht haben, und zwar Motorsport 2020. Kein Bolle, kein Lamborghini Huracan GT3. Der Grund, warum wir jetzt hier nochmal die Kamera aufgeschlagen haben, uns neben dem schönen Bolle getroffen haben, ist, wir haben da, oder gerade ich, habe da sehr viel auch nochmal drüber nachgedacht, habe mir auch viele Kommentare mehrmals angehört, angeschaut, habe auch mit vielen, und das werden die einen oder anderen bestätigen, persönlich Kontakt gehabt. Ich muss sagen, von der Auffassungsweise, es gab Leute, die wollten uns helfen mit Spenden. Da möchte ich aber jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist einfach, das will es nicht geben. Es gab Leute, die, mehr als eine Handvoll, ich glaube 8, 9 Leute, die gesagt haben, hier, ich bin im Vertrieb oder ich bin irgendwo in der Technik angestellt. Kann ich euch irgendwie helfen? Kann ich unentgeltlich euer Konzept, euer Team promoten und versuchen, Sponsoren für euch zu bekommen? Hammer. Hier würde ich jetzt gerne nochmal auf 1, 2 Fragen eingehen, die dann gestellt worden sind. Und wirklich nochmal tiefer ausholen, warum wir eigentlich mit dem Motorsport 2017 angefangen haben. Warum dann nicht ein kleines Auto? Warum nicht ein GT4 oder warum nicht, ich glaube, ein paar haben auch geschrieben, warum wird das V4-Projekt nicht weiter ausgebaut und. Alles verständliche Ansätze, aber bin ich einfach ehrlich, ich bin da nicht so angefixt von. Ja, also das soll nicht arrogant klingen oder das soll nicht überheblich klingen, aber so ein Projekt, wenn wir darüber reden, unser Chappy oder unserem Bolle, mit dem Herzblut und mit dem Engagement und mit dem Ziel, welches wir verfolgt haben, könnte ich niemals auf ein Auto runterbrechen, wie es jetzt ein 325 oder ein C300 ist. Oder auch mal einen GT4 fahren, ja, oder auch mal so ein V4 fahren, alles gut, das macht Bock. Aber ich bin ehrlich, wenn aus den finanziellen Problemen daraus dann ein Folgeprojekt zu machen, was irgendwie nur ein Fünftel oder ein Sechstel kostet, das ist das Positive daran. Aber das Negative ist einfach, dass ich würde sagen, ich bin dafür mittlerweile zu versaut. Dann würde ich es lieber lassen, oder ich lasse es lieber, anstatt das zu machen. Da komme ich nicht mit klar, muss ich euch einfach so sagen. Kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden, aber was soll ich mir da was schönreden? Wie gesagt, ich habe auch immer Bock zu ballern, zu fahren und so, aber das ist halt dann ein anderer Ansatz. Ja? Da gab es öfters die Frage, wieso habt ihr nicht Werbung hier geschaltet oder wieso habt ihr nicht Produktplatzierung in Werbung, in Videos gemacht, wieso habt ihr da euch nicht besser aufgestellt? Das ist nicht negativ, das ist eine sehr gute Kritik oder eine sehr gute Info. Vielleicht haben wir das so, ja, wenn man es will, nicht drüber nachgedacht. Der Ansatz ist, glaube ich, auch richtig, dass man da, wenn man schon das YouTube-Medium nutzt wie wir, dass man sich da bestimmt verbessern kann. Und wenn man ja auch andere Kanäle schaut, da werden dann sehr lang irgendwas runtergerasselt. Hier, klickt hier, abonniert hier, schaut in unserer Biografie da oder wie das alles so geht. Ne? Aber wir haben es nicht gemacht. Keine Ahnung, weil ich mich da gar nicht mit befasst habe, wenn ich ehrlich bin. Weiß auch nicht. Habe ich irgendwie keine Ahnung. Dann, was gab es noch für eine Frage? Warum, weshalb, wieso? Das war, glaube ich, im Großen und Ganzen. Nein! Jetzt kommt noch was. Auf das Video hin haben sich auch was heißt diverse, aber eine Handvoll Sportmarketing-Agenturen gemeldet. Auf der einen Seite finde ich das ja gut. Auf der anderen Seite, wenn wir schon kein Geld zum Rennenfahren haben, tue ich mich halt auch schwer damit, Leuten ohne irgendwas wieder Geld zu bezahlen, welche uns Vorschläge machen wollen, die wir vielleicht schon umgesetzt haben. Ne? Liegt aber dann auch an mir. Ich bin nicht mehr bereit, Vorschussrisiken einzugehen und zu sagen, so, ich zahle jetzt XYZ, Summe X, dafür baut ihr uns ein neues Portfolio auf und. Wir haben das in der Vergangenheit versucht, es hat immer nur Geld gekostet. Und wie gesagt, ich habe eigentlich jeder Marketingagentur, die sich dann bei uns gemeldet hat und mir dann eigentlich im 2. oder 3. Gespräch dann direkt so gesagt hat, hier Summe X pro Monat, dafür machen wir die nächsten 4 Monate für euch die ganze Akquise und so. Habe ich gesagt, ihr könnt von mir aus Geld verdienen ohne Ende, aber ich zahle eine reine Provision. Das ist vielleicht jetzt auch bauernhaft, ne? Aber ich habe gesagt, wenn ihr erfolgreich seid und wir erfolgreich sind, dann dürft ihr auch erfolgreich sein, aber ich zahle kein Geld mehr vorab. Weil wir haben ja schon relativ viel in-house. Ja, wir haben einen Mediendesigner,
Wir machen die ganzen Designs und sowas selber. Wir machen die ganzen Broschüren, die ganzen Sponsorbroschüren und sowas, wo ich gleich nochmal drauf einkomme. Das haben wir alles in-house gemacht. Wir haben unsere Social-Media-Seite wird gepflegt, unser YouTube-Kanal, der Kevin macht die ganzen Sachen. Aber ich vertraue dem Ganzen nicht mehr so dolle, dass ich sage, oh, jetzt kommt's. Aus der Vergangenheit weiß ich auch von vielen anderen Teams, gerade im Motorsport ist ein hartes Brot. Und jetzt nochmal eine Summe zu investieren, wo man absolut nicht weiß überhaupt, ob da was bei rumkommt, ist es für mich zu weit abgefahren. Ne? Deswegen werden wir da, außer es gibt einen vernünftigen Deal für uns, wo das Risiko nicht finanziell immer auf unserer Seite ist, hört sich jetzt auch vielleicht arrogant an, aber ich mache es einfach nicht. Ich habe gehofft auf der einen Seite, dass das Video 1-2 Tage kommentiert wird und dann ist das Ding durch und wir beschäftigen uns jetzt erstmal nicht mit diesem Thema Motorsport. Das war gar nicht der Plan. Ich hab damit abgeschlossen, bin ich ehrlich, ich habe damit abgeschlossen, dass wir 2020 einen schönen Showwagen hier im Showroom stehen haben, was auch aktuell so ist. So. Wir haben, und da komme ich jetzt drauf, der nächste Punkt ist, wie das alles begonnen hat. Als wir 2017 damit angefangen haben, ich habe es schon öfters erklärt, aber es kommen immer noch Fragen, haben wir das mit dem Renault angefangen, weil wir den Motorsport betreiben wollten. 2017 hatte ich weder YouTube auf dem Schirm, noch irgendwie, was so alles dazugehört. Wir haben das Projekt gestartet, wir haben ein Budget festgesetzt für die ersten 2 Jahre und habe mich da sehr stiefmütterlich, gerade so die ersten 3-4 Monate in 2017, wir waren in Misano testen, ne? Gibt es auch Fotos von, kannst du mal anschauen. Wir haben angefangen zu testen. Wir hatten einen Reifenpartner, wo wir einen guten Deal hatten, dafür, dass wir ein neues Team waren, ein neues Auto waren, was auch vom Budget her bezahlbar war. Also wirklich ein sehr, sehr, ich sag mal, also wir haben auf jeden Fall Geld sparen können. Wir mussten nicht, sag ich mal, den vollen Betrag für so einen Satz Reifen zahlen und da konntest du dich dann schon besser bewegen und ein bisschen flexibler bewegen. Aber wir haben eigentlich diese ganze Technik im Auge gehabt. Ich habe mich nicht wirklich rechts und links um Sponsoren oder Partner gekümmert. Mein Fehler, weil ich halt auch komplett fokussiert auf das Technische war. Gleichzeitig bin ich auch noch Papa geworden. 3-4 Tage bevor wir das erste Mal testen gegangen sind, bin ich Papa geworden in Misano. Und ja, dann hast du im März, April, Mai fing das schon an mit VLN. Ich habe da gedacht, ja, wir machen bestimmt irgendwie einen guten Job und uns findet schon bestimmt irgendjemand gut. Jetzt weiß ich auch, dass das definitiv Wunschdenken war. Habe das zu wenig auf dem Schirm gehabt, dass wir uns da bemühen müssen. Ich habe keinen Marketingmann dafür gehabt, der sich hier um Sponsorakquise kümmert. Das kann ich mir einfach nicht leisten. Da habe ich auch nie wirklich so drüber nachgedacht und habe das dann halt viel selber gemacht. Und die Daniela Raab, die bei uns hier die G-Tronics den Vertrieb macht, hat mich da unterstützt. Es sah so aus, ich habe mir Firmen in ganz Europa angeguckt, habe mir gedacht, könnte das was sein, könnte das nicht sein. Natürlich vielleicht auch in einem gewissen Tunnelblick und habe dann versucht, Kontakte hinzukriegen. Am Anfang hat man einfach eine E-Mail hingeschickt, kam nichts, nie. Ne, ist doch klar. Wir haben Firmen angeschrieben, die teilweise 10.000 Mitarbeiter haben. Dass da nichts zurückkommt, hätte ich wahrscheinlich irgendwann noch selber mal raffen müssen. Ne? Dann hat es schnell angefangen, dass wir erstmal telefoniert haben, versucht haben, den richtigen Ansprechpartner zu kriegen. Warum erzähle ich euch das? Also wir haben schon mit unseren Möglichkeiten schon viel versucht. Wie viele Nächte da drauf gegangen sind, weil ich habe das immer nur nachts machen können, so sage ich mal ab 10 bis 1 saß ich hier und habe dann E-Mail-Adressen rausgesucht und habe dann nächsten Tag versucht, da nachzutelefonieren. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, um mal, das ist nämlich ganz wichtig, um mal ein paar Fakten zu bringen. Also ich habe es von 2017 bis 2019 und ich muss ganz ehrlich sagen, VLN 8 2019, danach habe ich nichts mehr in die Richtung gemacht. Ich habe keine neuen Leute mehr, keine neuen Firmen mehr irgendwo versucht anzuschreiben. Ich habe keinen neuen Partner mehr gesucht. Ich war es einfach nur leid. Und es standen noch Gespräche aus, die auch bis Dezember geschoben worden sind. Aber das Ergebnis kennen wir ja. Ich habe 404, ich merke es mir, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 404 Leute, Firmen kontaktiert. Also 404 in den 2,5 Jahren. Davon waren es nämlich knapp 83. Ich habe mir immer so eine Excel-Liste gemacht. Die würde ich euch jetzt gerne zeigen, aber Datenschutz können wir nicht machen. Die war so aufgeteilt. Firmenname, Datum, Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, Interesse, ja, nein.
Und ich hatte mir sogar eine Spalte gemacht, besprochenes Budget. Davon waren 83, die mich nicht am Telefon oder die Daniela direkt abgewimmelt haben, sondern gesagt haben, ja, schicken Sie mir mal was zu. Wir hatten so eine vorgefertigte E-Mail, wo wirklich alle Sachen drin standen, sehr universell. Und von denen, die haben wir dann weggeschickt und haben natürlich nachtelefoniert. Ja, so, nachtelefoniert, 2 Wochen, 3 Wochen. So, im Endeffekt sind von den 83 oder 80 sind es dann noch, habe ich mir aufgeschrieben, 30 gewesen, die gesagt haben, es ist sehr interessant, was Sie da haben, über die 2,5 Jahre, ne, verteilt. Schicken Sie mir doch mal wirklich jetzt konkret Preise, wie kann sowas aussehen und wir haben 30 individuelle Broschüren gemacht. Die haben wir auch in den 2,5 Jahren immer mal wieder optimiert und verändert, aber in dieser Broschüre, da war alles drin, was jeder hätte, wenn es einen interessiert hat, da war alles drin. Und wir haben wirklich uns da richtig Mühe gegeben. Der Frederik und der Tobi, die haben teilweise auch Überstunden gemacht. Wir haben hier in-house, ich bin ja froh, dass ich das in-house machen konnte, weil sowas ist natürlich auch sehr, sehr teuer, wenn du das auswärts machen lässt. Wir haben dann die Designs, kannst du alles mal einblenden, ne? Die Designs haben wir wirklich, wenn es dann irgendein Sponsor war, mit dem wir gesprochen haben, haben wir da wirklich ein Volldesign gemacht, ein halbes Design und ach, ohne Ende. Im Endeffekt, von den 30 in 2,5 Jahren waren es 5, mit denen ich persönlich in 2,5 Jahren persönlich an einem Tisch sitzen durfte und die Broschüre, die sie bekommen haben, besprechen darf. Von diesen 5 haben wir eigentlich bis Ende 2018 3 gesagt, total interessant, würden wir sofort machen, O-Ton, so, ne, so kann man schon sagen, würden wir sofort machen, total interessant. Aber wir sind jetzt ein bisschen spät im Jahr, für nächstes Jahr können wir das planen und es darf kein Renault sein. Dann kam ja 2018, wo wir auch gesagt haben, so mit dem Renault kommen wir nicht weiter. Renault selber hat uns damals, ich sag mal, nicht wirklich was versprochen, aber sie haben Interesse bekundet, uns da mehr zu unterstützen. Kann man Renault keinen Vorwurf machen. Das sind 5 Mannequin mit Vice President und hier und da. Also glaube ich nur 3 Leute, die auch wirklich operativ arbeiten. Die anderen sind nur am Managen oder wie man das so nennt. Die hatten gar keine Manpower, die hatten auch keine Budgets. Die waren einfach total überfordert. Die hatten gar keine Ahnung, was steckt eigentlich hinter so einem VLN-Einsatz. Wie schwierig ist das mit so einem Auto, was auf einmal vergleichbar wird? So ein Auto fuhr früher im Cup mit 20 Autos, die waren alle gleich gut oder gleich schlecht. Wir hatten am Anfang so viele Probleme mit Überhitzen, die Software hat nicht gepasst und ach, da gab es Sachen und die haben das gar nicht im Blick gehabt, dass wenn wir gegen ein anderes GT3-Auto fahren wollen, dass man im Windschatten fahren muss. Und die haben gesagt, du darfst nicht im Windschatten fahren. Das war so Anfang 2017. Wir haben so viel Zeit und so viel Engagement da reingesteckt und Renault, mache ich denen keinen Vorwurf, haben das wirklich viel einfacher gedacht, dass das funktioniert. Wir waren in 2018 an einem Punkt, wo ich halt immer die Absagen bekommen habe, mit dem Auto, es bleibt ein Renault, wir können uns damit nicht identifizieren. Fans ja, gar keine Frage, mega Community. Aber, auch wenn das jetzt hart klingt, dass uns zig Leute gut finden als Fans, das ist super und das ist auch die richtige Basis und so soll es auch bleiben. Aber das tankt den Wagen nicht voll und davon können wir keine Reifen kaufen. Das ist ja nur mal so, wie das ist. Ne? Dann haben wir Vorgespräche mit diesen Personen gehabt und haben gesagt, wie sieht es denn aus, wenn wir so einen trotzdem Exoten, aber GT3-Auto holen, Lamborghini, wenn es ein Lamborghini, dann gehen ganz andere Türen auf hier und da. Im Endeffekt bin ich natürlich auch wieder selber schuld, dass man sich auf Aussagen verlassen hat, wo nichts schriftlich war, nichts. Und im Endeffekt war es so, dass kein einziger Euro bis VLN 8 2019 bei rumgekommen ist aus externem Sponsoring, aus dieser Akquise von diesen 404 Kontakten. Aber ich 2,5 Jahre wirklich, obwohl vielleicht 2,25 Jahre, weil das letzte, wie gesagt, dieses Jahr, Ende des Jahres war ich wirklich auch nur noch, ich sage nicht demotiviert nicht, aber irgendwann, ne, ich bin halt kein, weiß ich nicht, wie sagt man, so Vorwerksvertreter, ne, nichts gegen Vorwerksvertreter, aber die schmeißt da vorne raus und die kommen hinten dann wieder im Garten wieder rein, ne, bin ich nicht. Mir geht das dann irgendwann tierisch auf die Piep. Ich habe ja 2017 und 2018 schon gesehen, dass es nicht funktioniert, 2019 wurde es nicht besser. Ich glaube, da hätte ich schon längst einen anderen Weg einschlagen müssen, den ich, obwohl ihn keiner so gesagt hat von euch. Es gab sehr, sehr viele Ideen, aber ich habe mir nur gedacht, warum nicht? Weil fahren tun wir so oder so erstmal nicht. Es kann ja nur besser werden. Wie wir das jetzt anstellen würden, wollen, vorhaben, würde ich euch gerne dann, wen es interessiert, schaltet bitte morgen ein. Morgen gebe ich euch die Info, die so einfach und banal ist, wie sie nur sein kann, wie wir es anstellen wollen, dass wir vielleicht doch noch mit ihm hier ein bisschen Gummi verbrennen. Bis hierhin schon mal vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig.
Ich wollte aber wirklich so maximal Informationen, die vielleicht noch der eine oder andere wissen wollte, verstehen wollte, wollte ich nochmal geben. Also wen es interessiert, schaltet morgen ein und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.